Naja, und wenn man mal drüber nachdenkt, noch bisschen mehr als 200 Millionen dazu, ist es eine Milliarde. Eine Milliarde für neue Klamotten zum Ausgehen der Bundeswehr. Thorsten Jungholt ist bei mir. Wie kommt man denn auf diese Idee? Muss das Geld jetzt einfach weg? Kann man es anders nicht einsetzen? Guten Morgen. Zwei Aspekte dazu. Einmal der konkrete Fall. Also ja, da kann man sich natürlich in der Tat fragen, was die zuständigen Beamten und Soldaten im Bundesministerium der Verteidigung beruflich so machen. Also jedem Soldaten seine neue Dienstuniform gegönnt, gar keine Frage. So eine Frage des Respekts, dass die Leute ordentlich ausgestattet sind. Aber in der jetzigen Zeit, wo der Bundesverteidigungsminister von Kriegstüchtigkeit spricht, wo er davon spricht, 2029 müsse diese Bundeswehr verteidigungsfähig sein, wo er gerade versucht hat, 6 Milliarden Euro mehr im Bundeshaushalt zu bekommen für Waffen, für Munition, für Fahrzeuge, für alles Mögliche. Zu diesem Zeitpunkt jetzt 1 Milliarde fast für Uniformen auszugeben, für Dienstuniformen, also das, was man im Innendienst oder zu repräsentativen Anlässen trägt, das ist natürlich von seltener Instinktlosigkeit. Mhm. Aber ich glaube, man kann über diesen konkreten Fall hinaus daran ganz schön festmachen, ein generelles Problem. Als dieser 100 Milliarden Euro Sonderfonds aufgelegt worden ist, da hat es im Bundesministerium der Verteidigung so die Neigung gegeben, wir gucken jetzt mal, was wir alles an Beschaffungsvorlagen liegen haben aus den letzten Jahren. Diese Uniformen zum Beispiel stammen aus 2018. Und das versuchen wir jetzt alles zu beschaffen. Also alles, was irgendwie vorbereitet ist, wird jetzt von diesem Sondervermögen und von den sonstigen Haushaltsmitteln angeschafft. Statt zu gucken, was braucht die Truppe, was haben wir der NATO zugesagt, wo sind die Prioritäten, was müssen wir zuerst besorgen. Sollten wir nicht vielleicht Verbände so ausrüsten, dass sie gefechtsbereit sind, dass sie alles haben, was sie brauchen, so Puzzlestücke aufbauen, die man hinterher zusammensetzen kann. Auf diesen Gedanken ist offenbar im Verteidigungsministerium niemand gekommen und deshalb steht diese Uniformgeschichte für mich so ein bisschen exemplarisch für die Planlosigkeit dessen, was man kauft. Naja, nun könnte man sagen, so eine Behörde ist eine Behörde. Eine Behörde hat einen Plan, der muss umgesetzt werden. Ja, dass es unsensibel ist auch. Aber hört man denn aus der Behörde irgendetwas, die das begründet, tatsächlich diese Situation einerseits nicht kampftüchtig zu sein, andererseits Wert auf Ausgehuniformen zu legen? Ich habe da kein gutes Argument gehört. Es wird halt gesagt, ist was von 2018, haben wir schon mal verschoben. Ja. Und 300 Millionen sind sowieso schon gebunden, den Rest müssen wir jetzt irgendwie auch ausgeben. Ja, also es ist instinktlos. Also da sitzen über 3000 Menschen in diesem Bundesministerium der Verteidigung. Es ist viel zu groß, es ist viel zu aufgebläht. Auch Boris Pistorius hat es nicht verstanden, die Führungsstrukturen schlanker zu machen. Oder hat es nicht geschafft? Weil so eine Behörde, Besitzstände abzuschaffen, gerade in einer Behörde, das ist unwahrscheinlich schwierig. Total. Und daran kann ja auch ein Minister scheitern. Ja, aber er hat ja eine Bundeswehr-Strukturreform auf den Weg gebracht. Und Teil dieser Reform hätte es sein müssen, sozusagen am Kopf zu beginnen und diese überdimensionierte Behörde, dieses Ministerium, einfach mal zu verschlanken. Wir sehen ja jetzt, da sitzen halt so viele Menschen und ganz viele haben offenbar keinen Plan, was sie da tun. Ja, also das ist, ich bin weit davon entfernt, Behördenbashing betreiben zu wollen. Aber ich habe letzte Woche zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört. Und da haben mir kundige Beamte und Soldaten gesagt, wir hoffen, dass wir das noch verhindern können. Dass das nicht in den Haushaltsausschuss kommt, diese Vorlage. Weil wir wissen ja, was dann medial folgt. Genau das ist jetzt passiert. Also die konnten sich offenbar intern nicht durchsetzen. Und da fragt man sich, was ist da los? Thomas Jungholt, Entschuldigung, es ist nicht komisch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber irgendwie muss man doch drüber lachen. Ja. Thorsten Jungholt, Dankeschön. Sehr gerne.